Was macht man, wenn es in Deutschland so gut wie keine Karte und keinen Reiseführer für ein Land gibt? Richtig, man fährt mal hin und guckt selbst nach. Und wenn das auch gleich noch mit dem passenden Gefährt passiert, wird die Sache erst richtig rund. Unsere Weltreisenden Sabine Hoppe und Thomas Rahn waren mal wieder auf Tour. Ein neues Reiseabenteuer. Es geht die nächsten 4 Wochen kreuz und quer durch Dagestan, eine autonome Republik im Süden Russlands zwischen Georgien, Aserbaidschan und dem Kaspischen Meer. Und passend zu der Region sind wir unterwegs mit einem UAZ Bukhanka, dem russischen Reisebus schlechthin 4x4, der uns hoffentlich an all die schönen Orte bringt, die wir vielleicht entdecken werden. Los geht's! Los geht's! Dagestan, Land der Berge. Zumindest für den südlichen Teil ist diese Bezeichnung sehr treffend. Schroffe Felsformationen, fantastische Aussichten, mystische Natur und einsame Dörfer, von denen einige mittlerweile verlassen wurden und als Geisterdörfer eine spannende Kulisse bieten. Daneben treffen Sabine und Thomas immer wieder auf freundliche Menschen, die sie zu sich einladen und aus ihrem Leben berichten. Und nicht zuletzt ist Dagestan mit seiner Vielzahl an unbefestigten Wegen ein Paradies für Offroad-Fahrer. Ohne Allrad käme man hier nicht an die vielen geheimnisvollen und wunderschönen Orte, die es zu entdecken gilt. Auch wenn es manchmal so schroff zugeht, dass es zumindest im Dunkeln kein Weiterkommen gibt. Das kann passieren, wenn man nachts fährt. Wir kommen jetzt weder vor noch zurück. Wir sehen nicht genug, um die Straßen einschätzen zu können und müssen jetzt versuchen, hier zu übernachten. Ja, schauen wir, dass wir wenigstens noch ein bisschen gerade stehen. Am nächsten Tag sieht es dann gar nicht mehr so schlimm aus. Neuer Tag, neues Glück. Gestern ging hier nichts mehr. Es hatte geregnet, der Boden war schmierig, der Weg ausgewaschen. Heute bei Tageslicht sieht schon ganz anders aus. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Doch vorher ist noch Zeit, sich einmal dem Untersatz für die kommenden 4 Wochen zu widmen. So sind wir in Dagestan unterwegs. Wir haben dabei eine Kühlbox, eine Standheizung, 20 Liter Trinkwasser. Die Sitzgarnitur kann man zum Bett umbauen. Unter mir befindet sich Stauraum und hier drüben eine kleine Küchennische, die man auch im Freien betreiben kann. Ja, und wenn es wirklich mal haarig wird, auch noch etwas Bergematerial, ein Kompressor, Abschleppseil und Schäkel, und die hier hoffe ich, dass wir gar nicht erst brauchen. Die gut ausgestatteten Bukhankas gibt es bei einem russisch-österreichischen Paar, die diese urtümlichen Fahrzeuge vermieten. Kosten zwischen 89 und 139 Euro pro Tag, inklusive Offroad-Fahrtraining und 24-Stunden-Hilfe. Die kleinen Allradbusse mit Benzinmotor sind perfekt, um auch die entlegenen Bergdörfer zu erreichen. Denn die Routen dorthin sind oft schmal und kurvig. Für größere Lkw ist das nichts. Allraduntersetzung und Hinterachssperre können hier sinnvoll eingesetzt werden. Allerdings ist der 112 PS Motor des knuffigen UAZ auch ganz schön durstig. Tanken in Russland heißt erst zahlen, dann tanken. Aber als erstes hängen wir mal die Pistole ran. $20 Liter, das reicht für ungefähr 100 Kilometer in der Kiste. Wir starten am Sula Canyon, der mit seiner atemberaubenden Aussicht gleich mal ein Ausrufezeichen setzt. Übrigens, wer Russisch kann, ist hier im Vorteil. Wer nicht, naja, ist auch nicht so schlimm. Wer Schwierigkeiten mit der kyrillischen Schrift hat, der hat hier in dieser Gegend kein Problem, denn die Verkehrsschilder sind zum Teil auch zweisprachig angeschrieben.
Dagestan ist ein vielsprachiges Land. Allein 30 einheimische Sprachen und 80 Dialekte werden hier immer noch gesprochen. Russisch ist aber die Verkehrssprache. Und mittlerweile gibt es auch Dagestaner, die Englisch sprechen. In der Nähe von Kisnoi wird's für die beiden Dagestan-Kundschafter kulinarisch. Wir sind heute zu Gast bei Fatima und dürfen mit ihr zusammen Ingura kochen, ein ganz typisch dagestanisches Essen. Hallo Fatima. Hi Sabina, how are you? You're welcome to our place. Thank you. Let's make chudu ingura in our language. Ja, also Fatima hat schon einiges vorbereitet. Wir sehen hier so Quarkbällchen und jetzt kommt der Teig. Die Quarkbällchen werden in den Teig eingearbeitet, danach wird alles plattgerollt. Die Fladen kommen dann aufs Feuer und anschließend auf den Teller. Es riecht schon hervorragend. Jetzt kommt hier noch Creme Fraiche obendrauf, damit es nicht zu mager wird. Das Leben in den Bergen erfordert eben viel Kraft und Energie. Und jetzt guten Appetit. Ingura muss ganz frisch und heiß gegessen werden, damit sich der Käse noch richtig schön zieht. Wahlweise gibt es Chudo auch mit einer Füllung aus Spinat oder Fleisch, wobei letzteres ein wesentlicher Bestandteil der einheimischen Küche ist. Hier gibt es Trockenfleisch. Das Ganze kann man dann in heißem Wasser kochen und es schmeckt wieder wie frisches Suppenfleisch. Der enthusiastische Metzger lädt zum Probieren ein. Oh. Antivirus. Sehr lecker. Über mir hängen die Popos von Schafen. Die sind sehr fettig und dieses Fett wird hier verkauft, getrocknet. Und jetzt probiere ich mal, wie es schmeckt. Schaf- oder Rindfleisch ist hier besonders beliebt. Gar nicht nach Schaf. Na, das ist beruhigend. Ein bisschen wie von einem Schweinshaxen, das Fett. Für die Weiterfahrt wird gleich mal was eingepackt. Nächster Stopp, das Dorf Unsukul. Früher gab es hier gleich eine ganze Fabrik für Holzkunst. Mittlerweile sind es nur noch wenige, die diese Handwerkstradition beherrschen. Wie zum Beispiel Saigit. Diejenigen, die früher in unserer Fabrik gearbeitet haben, sind mittlerweile zu alt dafür. Und die jungen Frauen und Männer haben keine Lust, diese komplizierte Arbeit zu machen. Handwerkskunst ist hier immer noch gelebte Tradition und besitzt einen hohen Stellenwert. Saigit fertigt aus Obstbaumholz kunstvolle Vasen, die er später noch mit Ornamenten verziert. Stolz präsentiert Saigit seine Kollektion. Die Auswahl des Holzes muss sehr sorgfältig passieren. Nach der ersten Bearbeitung werden die Werkstücke zwischen 6 Monaten und 5 Jahren getrocknet. Wenn sie dann nicht gesprungen sind, geht es an die Feinarbeit. Auf der Weiterfahrt wird Wasser gebunkert. Das gibt es an Brunnen, deren Wasser bedenkenlos getrunken werden kann. In Rakata gibt es eine traditionelle Urbetschmühle, die mit Wasserkraft betrieben wird. Und was Urbetsch genau ist, das sehen wir uns jetzt mal an. So viel sei verraten, an Urbetsch kommt man in Dagestan nicht vorbei. Und das ist gut so, denn die süß-klebrige Masse schmeckt als Kochzutat auf Brot oder pur als süße Leckerei. Urbetsch wird aus Nüssen und Kernen, zum Beispiel von Aprikosen, gewonnen. Hier wird Urbetsch gemahlen. Wir fallen die Nüsse hinein in den Mahlstein, der von Wasserkraft betrieben ist. Und hier läuft das gemahlene Urbetsch raus. Mal gucken, wie es schmeckt. Klebrig, warm, nussig, würde ich sagen. Die Geschmacksrichtungen sind durchaus verschieden, je nach Grundzutat. Schmeckt ein bisschen wie Nutella, noch klebriger. Hier wird jetzt Leinsamen und Sonnenblumen gemahlen. Richtig lecker, ich muss sagen, das ist mein Favorit.
Seit 200 Jahren befindet sich die Mühle im Besitz der Familie von Magomed, dem 27-jährigen Müller. Er gibt den Reisenden gleich mal eine ganze Ladung Orbeetsch mit. Und das wird dann bei einem Picknick mit ziemlich spektakulärer Aussicht genossen. Die Grenze zu Tschetschenien ist erreicht. Lange galt Dagestan als politischer Unruheherd. Die letzten Konflikte im Zusammenhang mit dem Tschetschenienkrieg aber liegen über ein Jahrzehnt zurück. Aktuell gilt die Republik als sichere Reiseregion. Campingplätze sucht man hier allerdings vergeblich. Wer aber auf solche einsamen Plätzchen steht, ist in Dagestan genau richtig. Und da die Einheimischen selbst gern mal in ihre Natur fahren, wundert sich auch niemand über einen dort geparkten Buchanka. Bei Erkundungen zu Fuß kommen Sabine und Thomas der ursprünglichen Wildnis noch näher. Keine Ahnung, wo wir hier wieder gelandet sind. Wir sind in einem Felslabyrinth ein bisschen verloren. Gerade mussten wir uns hier durchzwängen und hier kommt Licht raus. Also hier, wenn ich durch dieses Loch passe, glaube ich, sind wir wieder draußen. Ja, das sieht elegant aus. Nach geschaffter Klettertour ganz mit ohne Schuhwerk haben sich die beiden eine Erfrischung verdient. Die lässt auch nicht lange auf sich warten. Einladungen zum Tee gibt es täglich. Also wir sind bei Michael gerade hier zum Chai eingeladen und er sagt, wir sollen auf jeden Fall Reklame machen in Deutschland, dass alle hierher kommen und bei Michael Tee trinken. Also, demnächst mal bei Michael vorbeigucken, wenn ihr in der Gegend seid. Hatten wir eigentlich erwähnt, dass Fahrzeuge, die größer als der Buchanka sind, hier nichts zu suchen haben? Gerade dachte ich mir, für unser Fahrzeug wäre es schon zu schmal hier, diese Straße, aber bei den Einheimischen, da geht noch viel mehr. Wir sind auf der Fahrt nach Kahib, einem Geisterdorf, das wie ein Adlerhorst am Berg lebt. Früher waren solche entlegenen Orte entscheidend für das Überleben, kamen so doch eher selten irgendwelche Eroberer vorbei, die sich gerade mal wieder das Land einverleiben wollten. Osmanen, Perser, Araber, Mongolen und andere Völker kämpften um das Land, allerdings vergeblich. Heute sind die engen und beschwerlichen Wege in diese Bergdörfer der Grund, warum sie verlassen wurden. Er hier ist vielleicht der letzte Bewohner des alten Kahib. Die Menschen haben in den 60er, 70er Jahren das alte Dorf hier auf der Klippe verlassen, sind auf die andere Flussseite gezogen. 1600 Menschen, schätzt man, haben hier mal gelebt. Aber er ist noch da und passt auf die Ruinen auf. In Neu-Kahib folgt die nächste Einladung. Mohammed zeigt sein Haus, er trägt die traditionelle Kleidung. Doch nicht nur er. Guck hier. Also, das ist die offizielle Uniform in Dagestan im 21. Jahrhundert. Messer, Patrone und Handytasche.
Auf der Weiterfahrt nach Gamsutl wird es plötzlich auch für den Buchanka zu eng. Ja, hätte man besser mal nicht dem Navigationsgerät geglaubt. Jetzt stecken wir hier fest. Weiter nach vorne geht es nicht, nach hinten schaut es ziemlich eng aus. Das wird knapp. Aber der robuste Uaz übersteht alles kratzerfrei und weiter geht die Fahrt. In der Saltinski-Höhle treffen die beiden dann auf eine ganze Menge an Touristen. Sie kommen aus Russland, ausländische Reisende dagegen sehen Sabine und Thomas den ganzen Monat über nicht. In den entlegenen Bergregionen sollte man keine Gelegenheit auslassen, um den Durst des Uaz zu stillen. Bevor es in die Berge geht, am besten nochmal die Tanks gut füllen. Sonst kann es sein, wenn wenig Treibstoff im Tank ist, dass der Motor Luft zieht. Also lieber vorher nochmal zur Zapfsäule. Aber ich glaube, hier kriegen wir heute eher nichts. Sabine, wie ist es so, für ein Offroad-Magazin zu schreiben? Ich glaube, ich bin ein bisschen nass geworden. Immer wieder beweisen die mächtigen Felsmassive des Kaukasus, dass das Wetter hier ihren Regeln folgt, wie auf der Fahrt nach Kurusch. Auf 2500 Metern fällt urplötzlich ein dichter Nebel, der die Navigation zur Herausforderung macht. Man kann es sich nur zu gut vorstellen, die Winter dauern lang, hier im höchsten Dorf Europas. Weiter an der nächsten Abzweigung links, hinter dir ist ein Auto, der fährt ungefähr 10-mal so schnell wie du. Okay, an der nächsten Abzweigung fährst du bitte links. Wo Jetzt, ist es? weiß ich nicht. Jetzt links hier. Aber Achtung, hinter dir ist ein Auto. Weiter. Hier vor. Ja. Mhm. Eine gespenstische Atmosphäre, doch die ist nicht von Dauer. Am nächtlichen Stellplatz hat sich der Spuk in Luft aufgelöst. Wir haben den südlichsten Punkt Dagestans, den man mit dem eigenen Fahrzeug anfahren kann, erreicht und damit auch den südlichsten Punkt Russlands. Hier kommen nur noch ein paar Berge und dahinter liegt schon die Grenze zu Aserbaidschan. Über 4000 Meter hoch sind hier die Gipfel des Kaukasus. Eine schroffe, einsame Welt. Für manche Menschen anscheinend genau das Richtige. Übungsstunde beim Kuhhirten. Na du. Naja, als Cowboy kann Thomas hier noch nicht so richtig überzeugen. Frische Milch von der Maya, die wir gerade gemolken haben. Gut, heiß. Am Tag drauf ist der heilige Berg Chalbudak das Ziel. Auf dem Weg dorthin gibt es neben der alten Brücke, die nicht wirklich vertrauensbildend ist, eine neue. Auf der nördlichen Bergflanke führt ein Feldweg bis auf 2900 Meter Höhe. Von dort, wo auch die alte Moschee und ein Nachtlager für Reisende liegen, wandern die meisten Pilger los.
begleitet von den Rufen des Muezzins. Dagestan ist zum Großteil muslimisch geprägt. Ganz schön außer Puste hier auf der Höhe, aber die Landschaft ist wunderschön. Dabei. Das ist also das Wasser vom Heiligen See. Nach 3 Stunden Aufstieg haben wir den Gipfel oder fast den Gipfel des Shalbudak erreicht, der heilige Berg hier in Dagestan. Wir sind jetzt auf 3700 Meter. Das ist aber noch nicht alles. Vor dem Abstieg muss man noch den Teufel loswerden. Kann ja nicht schaden. Also, hier geht's jetzt durch. Das ist hier der Durchgang, da kommt einem der Teufel nicht hinterher. Wenn man hier durchsteigt, wird man all seine Sünden los. Das liegt natürlich daran, dass die Felsspalte so eng ist, dass der olle Belzebub einfach nicht durchpasst. Nachdem auch das erfolgreich absolviert ist, haben sich die beiden eine Stärkung verdient. So, nach der Rückkehr vom Berg sind wir jetzt bei der Unterkunft bei der alten Moschee und wir haben dieses dezente Päckchen Süßigkeiten bekommen. Und einen Tee. Es ist geschafft. Jetzt bin ich fertig. So wild romantisch uns die Bergdörfer erscheinen mögen, sie alle haben mit einem Problem zu kämpfen: der Abwanderung der Jugend in die wenigen großen Städte an der Küste des Kaspischen Meeres, wie etwa Derbent oder die Hauptstadt Machatschkala. In der Kleinstadt Kyrok ist daher 2017 ein Bildungsprojekt namens Leuchtturm entstanden. Unsere Reisenden treffen dort auf die Australierin Imogen, die im Zentrum als Lehrerin arbeitet. Luminary Center was founded by a very successful family from this village, and the mission of the center is not just to educate children and bring them in touch with modern technologies from around the world. Das Luminary Center wurde von einer sehr erfolgreichen Familie aus diesem Dorf gegründet. Ziel ist es nicht nur, Kindern die moderne Technologie näher zu bringen, sondern man beschäftigt sich auch mit der Zukunft der dagestanischen Dörfer. Besonders seit dem Zerfall der Sowjetunion haben viele Menschen ihre alten Heimatdörfer verlassen, um in den Städten Arbeit zu finden. Denn auf dem Land haben sie kaum eine Zukunftsperspektive. Dieses Center hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Dörfer wiederzubeleben, indem die Jungen bleiben und wieder mit ihrer eigenen Kultur in Berührung kommen. Gleichzeitig sollen sie sich aber auch mit moderner Technologie weiterentwickeln. Es ist schon ein Erfolg für jeden Schüler, der oder die Interesse zeigt und hierher kommt. Sie kommen ja aus eigener Initiative, um herauszufinden, was im Rest der Welt los ist. Diese Kinder kommen auch in der Schule weiter, sie lernen Fremdsprachen und nutzen die Bildung neben der normalen Schule. Das allein ist schon ein toller Erfolg. Eine spannende Initiative, die Tradition und Moderne verbinden soll und vor allem der Bildungsschere zwischen Stadt und Land entgegenwirkt. Thomas und Sabine nehmen Imogen kurzerhand mit auf einen Ausflug in die Umgebung. Dass es dabei dann auch mal ganz profan zu einer Panne kommt, Ehrensache. Einmal nicht aufgepasst und schon haben wir uns hier an diesem scharfkantigen Rohr den Reifen aufgeschlitzt. Den dürfen wir jetzt tauschen. Wenn wir Glück haben, schafft man das in einer halben Stunde. Mit Bordwerkzeugen und einigen Handgriffen klappt der Reifenwechsel am ansonsten sehr treuen Buchanka problemlos. Und schon bald kann die Tour weitergehen. In der Großstadt Derbent erleben die Reisenden dann den krassen Kontrast zum ruhigen Landleben. Chaotischer Verkehr, hier wird sportlich spritzig gefahren. Regeln werden eher frei interpretiert. Mitschwimmen im unauffälligen Uaz.
Derbent gilt als älteste Stadt Russlands. Vertraut man den Quellen, könnte die Geschichte über 5000 Jahre zurückgehen. Sicher sind es aber immerhin 2000 Jahre. Und immer noch thront die mächtige Festung Naryn-Kala über der Stadt. Auf dem Markt dann gelangen Sabine und Thomas zu völlig unverhofftem Ruhm. Ja, was gerade so passiert, weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, wir werden gleich hier mal die Kollektion in dem Laden hier in Derbent vorstellen. Der Besitzer ist gerade verschwunden, aber ich glaube, der kommt gleich wieder. Wir sind jetzt per Zufall in diesem Laden gelandet, weil wir ein Instagram-Werbevideo drehen sollen für diese wunderschönen Klamotten. So, wir sind hier am Markt von Derbent, Laden Nummer 94, One Brand Fashion, und wir machen eine kleine Kollektionsvorstellung. Ein wunderschöner Stoff und herrliche Farben, ganz, ganz dünn, perfekt für die jetzige Jahreszeit, wo es wirklich heiß ist in Derbent. Also, was gibt's hier? Ah, hier. Ein sehr interessantes Teil. Ja, wunderbar. Ja. Es ist wahnsinnig heiß hier am Markt, aber ich muss sagen, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Thank you, thank you. Warte. Und? Brother. One Brand Fashion, einwandfrei. Thank you, brother. Thank you. Good morning. So schnell wird man zu Dagestans Next Top Model. Jetzt wird es aber Zeit, dass die beiden wieder abhauen aufs Land, bevor die Paparazzi kommen. Wir fahren raus aus Derbent Richtung Norden an die Dünen und Strand. Dort angekommen wird der Allrad des weißen Begleiters auf eine weitere Belastungsprobe gestellt. Runter vom Teer, rein in die Dünen. Wir lassen jetzt erstmal Luft ab und dann geht's in den Sand. Am Kaspischen Meer taucht in der Ferne plötzlich ein wahres Ungeheuer auf. Es ist tatsächlich ein Ekranoplan, ein Flugsaurierartiges Ding. Das Relikt des Kalten Krieges sollte mit 500 km/h wenige Meter über der Wasseroberfläche des Sees gleiten. Ein ehemals streng geheimer Prototyp, der heute vor sich hinrottet. Kurz vor dem Ende der Tour steht die Stadt Kubashi auf der Route. In der Stadt der Silberschmiede lernen die Reisenden Daoud kennen. Auch er ist Silberschmied und im Hauptberuf Englischlehrer. Im Handwerk dreht sich alles um die feinen Ornamente, die kunstvoll gezeichnet werden. There are, for example, about 100 patterns, and every pattern has his own name. And we learn them. Es gibt ungefähr 100 Muster und jedes davon hat einen eigenen Namen. In der Schule haben wir sie bis zur 6. Form gelernt und danach lernen die Schüler dann aus diesen Mustern eigene Kompositionen zu erstellen. Auf der Oberschule geht es dann darum, diese Kompositionen auf den silbernen Werkstücken zu gravieren. High school, our students learn to engrave these compositions with the patterns on such productions or such silverwares, for example. Früher wurden vor allem die Gewehre kunstvoll verziert, heute sind es eher Schmuck und Gefäße. Every family in our town has such kind of workshop, but jede Familie in unserem Dorf hat noch so eine Werkstatt, aber jeder bearbeitet eine andere Phase im Herstellungsprozess, zum Beispiel das Schmelzen, das Walzen, das Formen und so weiter. Heute ist unser Dorf wie eine eigene kleine Fabrik. and other stages. And now our village is kind of factory. Denn die ehemalige Silberfabrik steht leer, nachdem die staatliche Finanzierung auslief. Einzig ein kleines Museum hat noch die Zeiten überstanden.
Zum Abschluss dieser 4 Wochen geht es noch einmal zurück an den weiten Strand des Kaspischen Meeres. Zeit für ein Fazit. Da Dagestan noch nicht auf dem Radar des internationalen Tourismus erscheint, ist es ein echter Geheimtipp. Wenn ihr offen, interessiert und kontaktfreudig seid und gern jeden Campingplatz gegen eine einsame Nacht in den wilden Bergen eintauscht, dann wäre es mal eine Reise wert. Herzliche Gastfreundschaft, vielfältige Kultur auf einer Fläche so groß wie Niedersachsen und natürlich die Felsmassive des Kaukasus. Das sind spannende Zutaten. Sabine und Thomas jedenfalls haben das Land der Berge lieben gelernt.